Drama am Lagerfeuer. Paraguay. Pioniere. Bienvenidos. Es ist Nacht. Wir feiern heute die Gründung Asuncións. Deshalb war heute keine Schule und die Paraguayer scheinen das auch zu feiern. Manchmal hört man hier im Hintergrund schon Musik. Und ja, wir probieren einfach mal ein Feuer zu machen. Wir haben ja von der Bananenpflanze ganz viel abgestorbenes Material. Sowas wie Wertstoffhöfe, wo man Kompost gut hinbringt, gibt es nicht. Einen Komposthaufen selber haben wir nicht, dafür ist unser Garten irgendwie auch zu klein. Und wir probieren einfach mal ein Feuerchen zu machen. Ist nichts Ungewöhnliches in Paraguay, ein Feuer im Garten zu machen. Insofern probieren wir das auch mal. Die Grillen zirpen und das Stockbrot liegt bereit. Dann kann es ja losgehen. Die abgestorbenen Blätter unserer Bananenpflanze, ein paar Zweige und ein paar Pizzakartons haben wir jetzt hier mal im Garten gestapelt und probieren mal ein Lagerfeuer zu machen mit Stockbrot. Schade, das kriegt so eine iPhone-Kamera nicht hin. Der sieht richtig schön aus, der Mond. Da kann man richtig so die Flecken von Bergen und Tälern gerade sehen. Ich probiere mal mein Glück, das jetzt anzuzünden. Der Karton von Chiquis Pizza brennt besser als das Bananenblatt. Tja, Chiquis Pizza, auch zum Feuer machen, super geeignet der Karton. Tja, das fackelt ziemlich schnell. Dann kann ich Chris ja mal Bescheid sagen, dass wir gleich mal unser Stockbrot da reinhalten. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber irgendeiner der Nachbarn spielt gerade wieder Modern Talking. Ich habe da gerade so ein Déjà-vu. Das alles schon brennt. Wir haben ja auch noch Papiere, die wir loswerden wollen. Ja, dann bring die mal mit. Aktenvernichter haben wir ja nicht hier. Jetzt sollte das Stockbrot zum Einsatz kommen. Jetzt löst sich das schon von da. Ich weiß nicht. Mal gucken, was das wird. Datenschutzmüll in Paraguay. Hast du den Kindern Bescheid gesagt, dass wir hier soweit sind? So, das Stockbrot kommt. Uah. Ich habe mir noch eine Jacke übergezogen. Das muss, glaube ich, gar nicht sein. T-Shirt reicht auch. Das ist so eine Sache hier in Paraguay, immer mit den Klamotten. Eigentlich muss man immer so diesen Zwiebellook machen. Immer T-Shirt und dann noch was Leichteres drüber und dass man immer noch mal wieder variieren kann. Ich glaube, wir brauchen erst noch mal ein bisschen mehr Glut, oder? Ich habe da nicht so die Stockbrot-Erfahrung. Ich habe so ganz spontan, was wir irgendwie noch da hatten, mal versucht zu einem Teig zu verarbeiten.
Und das Ganze weizenfrei. Das heißt, das klebt auch nicht so gut wie andere Sachen. Dafür haben wir dann Ei mit drin. Guck mal, jetzt sind die Stockbrote schon zu zweit. Aber das ist ganz schön heiß, das da reinzuhalten. Die haben hier solche längeren Fleischspieße gekauft und dachten, das eignet sich bestimmt gut für Stockbrot. Also warm ist das Brot schon mal. Na, immerhin. Das geht immer gar nicht. Und nebenan ist schon wieder Party. Soll ich jetzt was erzählen oder? Kannst du machen. Was soll ich denn erzählen? Du kannst aber auch die Stille genießen, wenn wir zwischen den Liedern mal Stille haben. Ich genieße die Stille. Hallo, Tag. wie geht's hier so? Ziemlich warm, ich bin am Schwitzen, aber sonst geht's gut. Ich finde dich ziemlich heiß. Echt? Kennst du schön das gerade? Ja, das sollte ja auch. Es haben sich ja die Stockbrote unterhalten. Tut man das in eine Flamme rein oder besser nicht? Einmal kurz ist okay, glaube ich, aber dauerhaft wird es, glaube ich, schnell verbrennen. Aber Flamme soll ja nicht so heiß sein wie Glut. Ich hab's befürchtet. Das erste Stockbrot ist runtergefallen. Ja, es ist nicht so einfach mit glutenfreiem Stockbrot. Kann man das noch irgendwie retten? Weiß ich nicht. Geh mal hinten zum Licht. Muss ich aufpassen, dass ich die richtige Wurst hier im Rasen. Nicht, dass du den Hundehaufen nimmst. Soll ich dich dabei filmen? Ich muss das filmen für euren Blog. Mir war das Stockbrot gerade runtergefallen, auch auf dem Rasen. Das sieht ja so aus wie so eine Wurst. Und da wir Hunde haben, muss man dann sehr sorgfältig aufpassen, dass man in den Rasen langt und die richtige Wurst daraus greift. Nicht die falsche, aber scheint die richtige zu sein, rein geruchlich. Ja, wir neigen ja heute dazu, alles mit Foto und Video zu dokumentieren, aber die Wahrheit ist auch, es gibt Augenblicke, die kann man gar nicht vernünftig auf Foto oder Video dokumentieren. Also die Faszination eines Lagerfeuers, die wird in einem Video niemals rüberkommen. Wenn man die Hitze jetzt hier spürt, wenn man das Qualm im Gesicht hat. Oder was auch nicht richtig rüberkommen wird, das ist der Sternenhimmel, der in Paraguay übrigens sensationell ist. Ich meine, grundsätzlich sind es ja auch einfach nur Sterne, wie in Europa auch. Aber das Thema ist, dass hier in Paraguay eigentlich deutlich weniger Außenlicht ist und deshalb viel mehr Sterne zur Geltung kommen. Und wenn man wirklich bei völliger Dunkelheit mal in den Himmel guckt hier und sich die Sterne anguckt, das ist ein unglaubliches Schauspiel. Aber das wird man niemals irgendwie auf Foto rüberbringen können oder in einem Video, das geht einfach nicht. Das muss man selber erleben und wir genießen das. Das Gute ist, wenn man hier so den Qualm in der Nähe hat, Mücken kommen da definitiv keine vorbei. Die sind viel zu frisch, glaube ich. Aber die Blätter von den Bananendingern brennen ganz gut. Ach, guck mal, jetzt hat er da was. Oh. Hier ist reger Ameisenbetrieb. Du, da waren irgendwo Insekten drin in den Stöckern. Ich glaube, die finden das gerade nicht gut. Und die lagen ja auch schon eine ganze Weile auf dem Nachbargrundstück, die Stöcker. Die würde ich jetzt mal nicht weiter reinschieben. Da hole ich da ein bisschen raus. So, sollen sie wenigstens einen Fluchtweg haben.
Oh ja, das sieht nach Ameiseneiern aus. Gehen wir nochmal weiter raus. Bringt euch in Sicherheit. Rette sich, wer kann. Frauen und Eier zuerst. Die müssen irgendwo in dem Feuerholz da drin gewesen sein. Und jetzt retten sie sich so gut sie können. Den Stock haben wir jetzt extra auch ein bisschen rausgezogen, damit die sich retten können. Der hat ein ganz ziemlich großes Ei, mit dem er da unten kämpft, das irgendwie zu transportieren. Ja. Was für ein Drama. Tut mir leid, Die wandern geradeaus, ne? sozusagen. Die bringen ihre Kinder in Sicherheit. Wie sieht's denn aus? Unsere Ausbeute, das Stockbrot. Im Dunkel kann man zum Glück nicht sehen, wo es schwarz ist. Hier oben ist ein bisschen dunkel, aber wir nehmen erstmal das hier. Und wir probieren das jetzt mal mit dem hier, Finlandia oder Polenghi. Das sind 2 Marken von Frischkäse. Die schmecken so vertraut wie das, was wir aus Europa kennen. Die meisten anderen Frischkäsesorten schmecken nicht wie Gummi, aber die beiden hier sind ganz okay. Kann man essen. Zwischen dem rohen und dem verbrannten Teil ist es gut. Otto Walkes lässt grüßen. Genau.